Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Kapitalmarkt-Updates von Raiffeisen Capital Management. Lange hat es nicht gebraucht, dass der Markt meine vor 3 Wochen gestellte Frage, wann steigen die Anleihenkurse wieder, so eindrucksvoll beantwortet. Die starke Marktbewegung bei den Anleihen als auch bei den Aktien, die Notenbank-Sitzung der Fed und die eine oder andere Überraschung bei den Makrodaten stehen im Epizentrum unserer heutigen Kapitalmarktausgabe. Doch alles der Reihe nach. Beginnen möchte ich mit den unerwartet starken Wachstumszahlen für das 3. Quartal aus den Vereinigten Staaten. So beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum von analysierten 2,1% auf 4,9% im Quartalsvergleich. Hauptverantwortlich für diesen starken Anstieg war der US-Konsument. Mit einem starken Anstieg des privaten Verbrauchs trug er damit rein rechnerisch knapp 3% am gesamtwirtschaftlichen Wachstum bei. Nun gilt es also, die nächsten Wochen genau zu beobachten. Ein spannender Zeitraum, der vor allem von der Verkaufsveranstaltung des US-Einzelhandels am 24. November namens Black Friday Shopping und des im Anschluss beginnenden Weihnachtsgeschäfts durchaus als geeigneter Indikator für die Kauflust der Amerikaner herangezogen werden kann. Die Auguren, welche uns schon seit geraumer Zeit die Rezession prophezeien, die müssen sich wohl noch länger gedulden. Außer Frage steht aber, dass der aufkommende scharfe Gegenwind für die US-Wirtschaft und somit auch für den US-Konsumenten höchstwahrscheinlich nicht aufzuhalten sein wird. Argumente für ein sich abschwächendes Wachstum ab dem nächsten Quartal sind bereits jetzt omnipräsent. Dazu zählen stark gestiegene Hypothekarzinsen für den kreditfinanzierten Haus- bzw. Wohnungseigentümer, die Lending Standards, also die Kriterien für die Vergabe von Krediten, wurden außerdem von den Banken weiter verschärft und zusätzlich verzeichnet der breite US-Aktienmarkt, welcher für viele US-Konsumenten gerne zur Finanzierung ihrer ungestümen Kauflust herhalten muss, mittlerweile ebenfalls leichte Einbußen und auch nicht ganz ohne ist im Oktober das Moratorium zur Tilgung von Studentenschulden ausgelaufen. Dies bedeutet, dass rund 40 Millionen US-Bürger nun wieder ihre Rückzahlungsverpflichtung der in ihrer Studentenzeit aufgenommenen Darlehen aufnehmen müssen. Die Kauflaune des amerikanischen Konsumenten korreliert aber auch sehr eng mit dem Zustand des hiesigen Arbeitsmarkts. Und der zeigte am Freitag eine nachlassende Dynamik. So betrug der Jobzuwachs in den USA zwar 150.000 Stellen, doch zeigte sich der Markt mit diesen Zahlen nicht zufrieden. Erfolgsverwöhnt von den hohen Zuwächsen noch einen Monat davor, hier waren es immerhin 336.000 neue Stellen, zeigte sich die Kapitalmarkt-Community enttäuscht. Zur Abrundung des Arbeitsmarktberichts stieg dann auch noch die Arbeitslosenquote von 3,8 auf 3,9%. Das höchste Niveau seit knapp 2 Jahren. Als Conclusio des Arbeitsmarktberichts keimt wohl die Hoffnung wieder auf, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht mehr erhöhen wird. Für Unterstützung dieser Annahme sorgte die Aussage von Fed-Chef Powell auf der circa eine Woche davor stattgefundenen Fed-Sitzung, denn seiner Meinung nach müsse sich der Arbeitsmarkt weiter abkühlen, um das 2% Inflationstarget dauerhaft zu erreichen. Bingo! Als Reaktion darauf kam es zu einer wahren Rallye an den Anleihenmärkten, nachdem die 10-jährigen US-Anleihen noch in den letzten Tagen des Oktobers die 5%-Marke fixierten, ging es mit den oben erwähnten Aussagen in nur wenigen Tagen auf 4,57% Rendite retour. Die 10-jährige US-Realrendite, also die Nominalrendite abzüglich der Inflation, fiel von 2,5% auf 2,1% und somit auf den tiefsten Stand seit September 2023. Ähnlich das Bild bei den europäischen Staatsanleihen, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. 10-jährige deutsche Bundesanleihen engten sich von 2,85%
auf 2,65% ein. Und auch die 10-jährigen italienischen Staatsanleihen notieren mittlerweile wieder unter einem Niveau von 4,5%. Somit beträgt der Risikoaufschlag versus deutscher Bundestitel wieder weniger als 2%. Der Optimismus einer baldigen Beendigung des Zinsanhebungszyklus, ja sogar das Einpreisen von 2 Zinssenkungen bis Ende Juli 2024 in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie mögliche Zinssenkungen durch die EZB, so gegen Mitte des Jahres 2024, das ging natürlich auch nicht spurlos an den Aktienmärkten vorüber. So konnte der breite US-Markt im Wochenvergleich knapp 6% zulegen, in Europa waren es immerhin plus 4%. Unserer Meinung nach eine übertriebene Marktreaktion, wenn man bedenkt, dass die Finanzmarktakteure noch vor wenigen Tagen von einem Higher-for-Longer-Szenario, also von hohen Zinsen für einen längeren Zeitraum, felsenfest überzeugt waren. In diesen wilden Zeiten und von der geopolitischen Situation möchte ich hier und heute gar nicht reden, gilt es einmal mehr, gut informiert, mit kühlem Kopf und ruhiger Hand sein Veranlagungsziel zu verfolgen. Am besten mit den Kapitalmarkt-News von Raiffeisen Capital Management. Euer Christian Leinweber.